Moin, ich bin Kexos. Dieses Video hier ist ein Video, wo ich euch ein bisschen was erzählen möchte, was sich in letzter Zeit rund um meine Person und rund um diesen Kanal abgespielt hat. In den letzten paar Monaten habe ich auf Twitch bei ein paar Streamern Bans und Rauswürfe von Discords erlebt. Das waren Konsequenzen, die sich auf eine Entscheidung in Bezug auf die Person Blacktime bezogen hat. Blacktime hat sich in seinen Streams schon ausführlich zu der Thematik geäußert, hat seine Sicht der Dinge dargelegt. Ich selbst habe das noch nicht gemacht, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, irgendwas zu der Thematik zu sagen unter emotionalen Umständen und dann vielleicht irgendwas rauszuhauen, was ich hinterher bereuen würde. Bevor ich loslege, habe ich aber noch eine Bitte an euch. Dieses Video habe ich gemacht, um transparent mit der Geschichte rund um Blacktime umzugehen. Ich bitte euch, lasst die Leute, die anders entschieden haben, in Ruhe. Geht nicht in die Streams und hatet die. Erstens mal, wenn ihr im Twitch-Stream dort reingeht und die hatet, werdet ihr sowieso gesperrt. Und ich bin absolut fein mit der Entscheidung der anderen, die das anders gesehen haben und gedacht haben, mit Kexos ist nicht mehr zusammenzuarbeiten. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Aber fangen wir erstmal damit an, wer Blacktime überhaupt ist. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Blacktime ist ein Streamer, TikToker und YouTuber. Er hatte Kontakt zur TDM-Szene, weswegen ich von seiner Existenz schon seit dem Jahr 2021 weiß. Kennengelernt habe ich ihn aber erst im Jahr 2023. Blacktime ist ein ehemaliges Mitglied von El Muchachos Crew und aus meiner Sicht ein sehr starker Spieler und hat schon mit dem einen oder anderen großen Namen gespielt. Als ich dieses Jahr die Veränderungen, die die Season 8 mit sich gebracht hat, in einem Video thematisiert habe, hatte ich auch Kontakt zu Blacktime, war ja auch im Video erwähnt, und das war das erste Mal, dass ich als Creator Kontakt mit Blacktime hatte. Seinen Kollegen Yuna hatte ich schon vorher mal gesehen. Jedenfalls hat Yuna mich mal angeschrieben wegen TDM, aber ernsthaften Kontakt habe ich mit Yuna erst bekommen, als ich Blacktime kennengelernt habe. Und jetzt ist so Mitte Juli Folgendes passiert. Da kamen die ersten Gerüchte auf, dass Yuna cheaten würde. Die Vorwürfe kamen vom deutschen Discord. Es gab noch ein, zwei andere Streamer, die die Vorwürfe getragen haben. Und das hatte erstmal für Blacktime die Folge, dass er beim deutschen Discord nicht mehr Push-Partner werden konnte. Meine erste Reaktion auf die Vorwürfe, dass Yuna cheaten würde, war, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass an den Vorwürfen was dran ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt mit Blacktime befreundet gewesen wäre, sondern ich war deswegen so misstrauisch, weil ich den Wahrheitsgehalt dieser Vorwürfe hinterfragt habe. Und zwar, weil ich in der Vergangenheit mit dem deutschen Discord eine sehr ähnliche Geschichte erlebt habe. Ich kann auf die Geschichte leider nicht näher eingehen. Es gibt so ein paar Abmachungen, die das verbieten. Aber was ich natürlich gemacht habe, ist, dass ich Blacktime darüber informiert habe, dass ich finde, dass die Einzelheiten, die er mir erzählt, nach einer Geschichte klingt, die ich bereits erlebt habe. Als dann Creator angefangen haben, sich von Blacktime zu distanzieren, da habe ich mich in Ruhe hingesetzt und habe mir in aller Ruhe die Frage gestellt, ist Blacktime für den Kanal noch tragbar, wenn ich mit dem zusammenarbeite? Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, dass ich so einen Vorwurf nicht auf die leichte Schulter nehme. Ich hatte in meiner Anfangszeit mal mit einem Streamer zu tun, andere Situation, andere Vorwürfe, aber da musste ich mir auch die Frage stellen, ist der tragbar? Und da es für diese Geschichte eindeutige Beweise gab, habe ich den Kontakt abgebrochen und ich hatte nie mehr mit ihm zu tun. Das habt ihr aber nicht mitgekriegt, weil das Ganze hinter den Kulissen passiert ist. Bei Blacktime bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe mir in aller Ruhe Yunas Stream angeguckt. Und ja, ich habe mir auch den von Blacktime angeschaut. Und bei Yuna ist mir eine Sache aufgefallen. Und das war die Bildschirmeinstellung. Nur mit der Bildschirmeinstellung gibt es ein kleines Problem. Ich habe diese Einstellung tatsächlich schon häufiger gesehen und weiß, dass diese legal ist. Ich habe allerdings einen Fehler gemacht und da stehe ich auch zu. Ich habe mir bei Yuna nie zeigen lassen,
was bei ihm während dem Spiel läuft. Deshalb ist dann auch die Entscheidung bezüglich Yuna so ausgefallen, obwohl ich nichts gefunden habe. Das Risiko ist zu hoch für den Kanal. Mit Yuna kann ich auf jeden Fall nicht spielen. An der Stelle muss ich aber auch sagen, dass Blacktime mehrfach in seinen Streams geäußert hat, dass Yuna bereit gewesen wäre, alles offen zu legen. Und wäre ich jetzt hingegangen und hätte ich gefragt, gehe ich davon aus, dass ich das zu Gesicht bekommen hätte. Das hätte aber nichts an der Entscheidung geändert, zumal es im Moment jetzt auch so ist, dass Blacktime nicht mehr mit Yuna spielt. Um Blacktime als untragbar für den Kanal zu erklären, brauchte ich allerdings ein bisschen mehr. Da müsste ich erstmal nachweisen, dass Yuna cheatet und ich müsste dann auch nachweisen, dass Blacktime wusste, dass Yuna cheatet. Wobei das geringere Problem wäre. Doch mein Problem ist ja, dass ich schon nicht nachweisen kann, dass Yuna cheatet. Und dann ist da noch das, dass Blacktime in einem Stream seinen Desktop offengelegt hat. Diese Chance habe ich genutzt, habe mir den Stream angeguckt und habe auch bei ihm nichts gefunden, das darauf hinweisen würde, dass er cheatet, obwohl das gar nicht die Frage war. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich die Entscheidung getroffen habe, solange die Vorwürfe nicht bestätigt sind, ist eine Zusammenarbeit problemlos möglich. Sollten diese Vorwürfe bestätigt werden, dann würde ich die Zusammenarbeit mit Blacktime sofort beenden. Ich wusste, dass diese Entscheidung nicht bei jedem Streamer gut ankommen wird und dass der eine oder andere allein deswegen die Zusammenarbeit beenden wird. Das ist auch passiert. Ich habe damit gerechnet, damit kann ich leben. Um den August herum gab es dann neue Vorwürfe vom deutschen Discord selbst. Und ich habe die Situation neu bewerten müssen. Nicht mehr in Bezug auf Yuna, sondern hauptsächlich in Bezug auf Blacktime. Und natürlich ging es jetzt darum, ob ich Blacktime seine Geschichten glaube. Und es gab eine Geschichte, die Blacktime erzählt hat, wo mir relativ schnell klar war, dass Blacktime an der Stelle die Wahrheit sagt. Denn Blacktime wurde vorgeworfen, er hätte gewusst, dass er mit einem Spieler spielt, der offiziell gesperrt ist. Ist natürlich immer scheiße für einen Creator, wenn er mit einem Spieler gespielt hat, der offiziell eine Sperre hat. Als Blacktime den Spielernamen genannt hat, war mir sofort klar, der spricht die Wahrheit. Denn ich hatte zum gleichen Zeitpunkt wie Blacktime Kontakt zu diesem Spieler. Dieser Spieler hatte mich als ehemaliges TTE-Mitglied erkannt und hatte mich mit Namen angesprochen. Jetzt ist es so, ich hatte von Snake Official einen Tipp bekommen und in dem Augenblick hat dieser Tipp dazu geführt, dass bei mir sämtliche Alarmglocken angesprungen sind. Und noch misstrauischer geworden bin ich, als ich in meinen Aufnahmen nach dem Spieler gesucht habe und ihn nirgendwo gefunden habe. Er hat nämlich behauptet, ich hätte mit ihm auf dem deutschen Discord gespielt. Ich hatte keine Ahnung, dass der mit einem anderen Account spielt als damals. Aber dieses Misstrauen, das ich hatte, hat dazu geführt, dass ich mich nicht darauf eingelassen habe, irgendwas mit dem Spieler zu machen. Und jetzt muss man sich einfach mal überlegen, welche Möglichkeiten hatte denn Blacktime, herauszufinden, dass mit diesem Spieler was nicht stimmt. Ich hatte nur ganz wenige Hinweise und ich gehe davon aus, dass Blacktime noch weniger Infos zur Verfügung standen als mir. Und mit gesundem Menschenverstand muss ich einfach sagen, es ist fast unmöglich, wenn man noch weniger Informationen hat als ich, herauszufinden, dass mit diesem Spieler was nicht stimmt. Und was ist mit den anderen Vorwürfen, die der deutsche Discord erhoben hat? Nun, einige Vorwürfe waren allein auf den deutschen Discord bezogen. Das sind Sachen, die nur durch den deutschen Discord bestraft werden können. Und was war mit den restlichen Vorwürfen? Die standen eigentlich immer im Zusammenhang mit dem Stream. Und das, was man ihm vorgeworfen hat, das habe ich nicht bestätigen können. Aber das sind letztendlich die Punkte, die gegen eine Distanzierung von Blacktime gesprochen haben. Und das ist auch der jetzige Stand. Was jetzt letztens noch passiert ist, Blacktime hat einen Yellowbeard bekommen, der dann von Rare zurückgenommen wurde. Spencer, okay, ich bin jetzt kein Spencer-Freund, aber wer bin ich, dass ich Blacktime vorschreiben kann, mit wem er spielt? Ich kann ja auch Loki nicht vorschreiben, mit wem er spielt. Und mir war einfach super wichtig, dass ihr von mir hört, wie ich vorgegangen bin, was passiert ist und warum so entschieden wurde. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf See. Euer Kexos.